Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei German for Beginners. Ich bin Lena. Und ich bin Frank. Schön, dass du da bist. Dies ist der Podcast für alle Deutschlernenden auf A1 und A2-Niveau. In diesem Podcast sprechen wir langsam und deutlich, damit du alles gut verstehen kannst. Heute haben wir ein spannendes Thema: Dein Gehirn aufs Deutschsprechen trainieren. Vielleicht fragst du dich, was das bedeutet. Ganz einfach. Wir zeigen dir, wie du dein Gehirn darauf vorbereiten kannst, besser und schneller Deutsch zu sprechen. Viele lernen Vokabeln und Grammatik, aber beim Sprechen haben sie trotzdem Probleme. Warum? Weil das Gehirn beim Sprechen schnell reagieren muss. Das kann man üben, so wie einen Muskel. Genau. Dein Gehirn ist wie ein Muskel. Wenn du es oft benutzt und richtig trainierst, wird es stärker. Du wirst merken, dass dir Deutschsprechen immer leichter fällt. Wir erklären alles Schritt für Schritt in einfacher Sprache. Die Folge hat 3 Kapitel. In Kapitel 1 sprechen wir über die Grundlagen, warum und wie das Gehirn lernt. In Kapitel 2 stellen wir dir konkrete Übungen vor, mit denen du dein Gehirn fürs Deutschsprechen trainieren kannst. In Kapitel 3 geht es um Motivation und Tipps, wie du am Ball bleibst. Das klingt vielleicht viel, aber keine Sorge. Wir führen dich durch alle Schritte. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Abonniere jetzt unseren Kanal German for Beginners, damit du keine Folge verpasst. Und wenn dir dieses Video gefällt, gib uns einen Daumen nach oben, also ein Like. Das hilft uns sehr. Bist du bereit? Dann lass uns anfangen. Los geht's mit Kapitel 1. Also Lena, was meinen wir eigentlich damit, sein Gehirn aufs Deutschsprechen zu trainieren? Klingt interessant, aber wie funktioniert das? Gute Frage, Frank. Stell dir vor, dein Gehirn ist wie ein Muskel in deinem Körper. Wenn du einen Muskel trainierst, zum Beispiel beim Sport, wird er stärker. Genauso ist das mit dem Gehirn und Sprachen. Das heißt, je mehr ich Deutsch übe, desto stärker wird mein Gehirn im Deutschsprechen. Genau. Am Anfang ist Deutschsprechen schwer. Dein Gehirn muss sich an neue Wörter und Laute gewöhnen. Vielleicht musst du viel nachdenken, bevor du einen Satz sagst. Ja, ich erinnere mich, als ich eine Fremdsprache gelernt habe. Ich habe zuerst immer in meiner Muttersprache, also meiner ersten Sprache, gedacht und dann ins Deutsche übersetzt. Das hat lange gedauert. Richtig. Unser Ziel ist, direkt auf Deutsch zu denken, ohne zu übersetzen. Wenn du Deutsch denkst, reagiert dein Gehirn schneller. Aber das muss man üben. Es ist also wie beim Autofahren lernen. Am Anfang überlegt man bei jedem Schritt. Kupplung treten, schalten, lenken. Später macht man es automatisch. Genau. Am Anfang beim Deutschlernen musst du über jedes Wort nachdenken. Mit der Training werden viele Wörter und Sätze automatisch kommen. Dein Gehirn erkennt dann Muster. Muster sind Dinge, die sich wiederholen. Zum Beispiel erkennst du mit der Zeit, dass viele Verben in der Vergangenheit auf T enden, wie gelernt bei ich habe gelernt. Wenn man solche Muster erkennt, wird Sprache einfacher. Genau. Und dein Gehirn liebt Wiederholungen. Wenn du ein neues Wort lernst, musst du es oft wiederholen. Dann merkt sich dein Gehirn das Wort besser und du vergisst es nicht so schnell. Ich habe mal gehört, dass man ein Wort etwa 7-mal benutzen muss, damit es im Kopf bleibt. Ob das für jeden gleich ist, weiß ich nicht. Aber Wiederholung ist auf jeden Fall wichtig. Stimmt. Wiederholung und Benutzung. Es reicht nicht, ein Wort nur zu lesen. Du musst es auch aussprechen und in Sätzen verwenden. So lernt dein Gehirn, aha, dieses Wort ist wichtig, das brauche ich. Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir Deutsch lernen? Kann man das einfach erklären? Vereinfacht gesagt, in deinem Gehirn entstehen neue Verbindungen. Immer wenn du etwas Neues lernst, verbinden sich Nervenzellen. Wenn du wiederholst, werden diese Verbindungen stärker. Stell dir vor, du gehst einen Waldweg entlang. Je häufiger du ihn gehst, desto deutlicher wird der Pfad. Genauso ist es mit Deutsch im Gehirn. Je häufiger du Deutsch benutzt, desto breiter und leichter begehbar wird der Weg. Das ist ein schönes Bild. Am Anfang ist der Weg neu und schwer zu erkennen. Nach vielen Wiederholungen wird er klar und man findet schnell darauf. Genau. Deshalb ist regelmäßiges Üben so wichtig. Jeden Tag ein bisschen Deutsch ist besser als einmal pro Woche viel. So bleibt dein Gehirn immer im Training. Gilt das eigentlich für jedes Alter? Können auch Erwachsene ihr Gehirn noch trainieren? Auf jeden Fall. Früher dachten viele Menschen, nur Kinder lernen leicht Sprachen. Heute wissen wir, das stimmt nicht. Das Gehirn kann in jedem Alter neue Dinge lernen.
Es passt sich immer wieder an, wenn wir üben. Es ist also nie zu spät, mit dem Deutschsprechen anzufangen. Das motiviert. Es ist egal, ob du 15 oder 50 bist, du kannst dein Gehirn trainieren und Deutsch lernen. Richtig. Noch ein wichtiger Punkt. Mach dir keine Sorgen, wenn du Fehler machst. Das Gehirn lernt auch aus Fehlern. Jeder Fehler ist eine Chance, es beim nächsten Mal richtig zu machen. Viele haben Angst zu sprechen, weil sie Fehler vermeiden wollen. Aber wenn du deinen Sprechmuskel nicht benutzt, wird er nicht stärker. Trau dich zu sprechen, auch wenn es nicht perfekt ist. Zusammengefasst, dein Gehirn aufs Deutschsprechen trainieren heißt, regelmäßig Deutsch hören, sprechen und denken. Je mehr du das tust, desto schneller und sicherer wirst du. Genau. Und wenn wir jetzt wissen, warum Training wichtig ist, können wir uns anschauen, wie man trainiert. Möchtest du mit dem nächsten Kapitel fortfahren? In Kapitel 2 zeigen wir dir ein paar praktische Übungen. Willkommen zu Kapitel 2. Jetzt wird es praktisch. Wir zeigen dir Übungen, mit denen du dein Gehirn aufs Deutschsprechen trainieren kannst. Fangen wir mit Übung 1 an. Selbstgespräche auf Deutsch. Das heißt, du sprichst mit dir selbst auf Deutsch. Genau. Beschreibe zum Beispiel deinen Tag. Du kannst morgens sagen, ich stehe jetzt auf. Ich gehe ins Bad. Ich putze mir die Zähne. Oder wenn du kochst, rede laut. Jetzt schneide ich Gemüse. Das Wasser kocht. Ich mache den Salat. Dein Gehirn hört die Worte und verknüpft sie mit den Aktionen. Am Anfang fühlst du dich vielleicht komisch, wenn du mit dir selbst sprichst. Aber glaub mir, das hilft. Du benutzt Deutsch im Alltag und dein Gehirn gewöhnt sich daran. Ein Tipp. Wenn es dir peinlich ist, laut mit dir selbst zu reden, dann fang leise an. Oder sprich nur in Gedanken mit dir. Hauptsache, du denkst auf Deutsch. Richtig. Wichtig ist, dass du Deutsch in deinen Alltag bringst. So wird es normal für dein Gehirn. Kommen wir zu Übung 2. Laut vorlesen und nachsprechen. Nimm einen einfachen deutschen Text. Vielleicht aus deinem Lehrbuch oder aus dem Internet. Und lies ihn laut vor. Durch das laute Lesen trainierst du deine Aussprache und Zunge. Dein Gehirn hört die Wörter und du gewöhnst dich an den Klang. Du kannst auch kurze Sätze auswendig lernen und aufsagen. Zum Beispiel ein Dialog. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht es dir? Mir geht es gut. Solche kleinen Dialoge laut sprechen. Immer wieder macht dich sicherer. Eine weitere Variante, Nachsprechen, auch Shadowing genannt. Du hörst einen deutschen Satz und sprichst ihn direkt nach. Das kannst du mit Videos oder Audio machen. Suche dir ein kurzes YouTube-Video oder einen Podcast in einfachem Deutsch. Spiele einen Satz ab, pausiere und sprich ihn so gut wie möglich nach. Dabei fokussierst du dich auf Aussprache und Intonation. Intonation bedeutet, wie die Stimme im Satz hoch und runter geht. Es ist okay, wenn es nicht perfekt ist. Mit der Zeit wird es besser. Kommen wir zu Übung 4. Wortschatz mit Bildern trainieren. Dein Gehirn merkt sich Wörter leichter mit Bildern. Eine Idee ist, kleine Zettel in deiner Wohnung zu benutzen. Schreib das deutsche Wort auf einen Zettel und klebe ihn auf den Gegenstand. Zum Beispiel der Spiegel an deinen Spiegel oder der Kühlschrank auf den Kühlschrank. Jedes Mal, wenn du an dem Gegenstand vorbeikommst, lies das Wort und sage es laut. Das ist der Spiegel oder der Kühlschrank ist kalt. So verknüpft dein Gehirn das Wort mit dem Objekt. Genau. Du siehst das Objekt und das deutsche Wort gleichzeitig. Dein Gehirn bildet eine Verbindung. Später brauchst du nicht mehr zu überlegen. Du siehst den Kühlschrank und das deutsche Wort kommt automatisch in den Kopf. Übung 5. Sprechen mit anderen. Wenn du die Möglichkeit hast, sprich auch mit anderen Menschen auf Deutsch. Das kann ein Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied oder ein Lernpartner sein. Oder nimm an einem Sprachkurs teil und nutze jede Gelegenheit, im Unterricht zu sprechen. Keine Angst, auch wenn dein Deutsch noch einfach ist. Andere werden sich freuen, dass du lernst und helfen dir bestimmt gern. Im Gespräch mit anderen musst du spontan reagieren. Das ist ein gutes Training für dein Gehirn, weil du nicht alles vorher planen kannst. Genau. Dein Gehirn lernt auch unter ein bisschen Druck, Wörter zu finden. Das macht dich mit der Zeit flüssiger. Und vergiss nicht, Übung macht den Meister. Je mehr du all diese Übungen machst, desto leichter wird das Sprechen. Du kannst klein anfangen. Nimm dir jeden Tag 10 Minuten Zeit für eine Übung. Zum Beispiel morgens 10 Minuten Selbstgespräche oder abends 10 Minuten laut lesen. Wichtig ist die Regelmäßigkeit, nicht die Dauer.
Lieber täglich kurz als einmal pro Woche eine Stunde. Richtig. Dein Gehirn bekommt so jeden Tag einen kleinen Workout in Deutsch. Hast du noch Energie für mehr Tipps? Super, dann lass uns mit Kapitel 3 weitermachen. Im nächsten Kapitel sprechen wir über Motivation und wie du dranbleiben kannst. Willkommen zu Kapitel 3. Jetzt geht es um Motivation und darum, dran zu bleiben, also nicht aufzugeben. Wir wissen, jeden Tag üben ist wichtig. Aber manchmal ist man müde oder hat keine Lust. Wie kannst du trotzdem motiviert bleiben? Ein Trick ist, eine Routine zu entwickeln. Routine heißt, etwas wird zur Gewohnheit, also Teil eines Alltags. Zum Beispiel, du entscheidest jeden Morgen nach dem Frühstück 15 Minuten Deutsch zu üben. Richtig. Wenn du es jeden Tag zur gleichen Zeit machst, gewöhnt sich dein Gehirn daran. Es fragt quasi, 9 Uhr morgens, Zeit für Deutsch. Und nach einer Weile fühlt es sich komisch an, wenn du es nicht machst. Dann fehlt etwas. So wird Deutsch lernen wie Zähneputzen, ganz normal. Genau. Wichtig ist auch, dass du Spaß beim Lernen hast. Suche dir Themen, die dich interessieren. Wenn du gern kochst, lies ein einfaches Rezept auf Deutsch. Wenn du Musik liebst, hör deutsche Lieder und sing mit. Das stimmt. Dein Gehirn lernt besser, wenn es Spaß hat. Du kannst auch Spiele auf Deutsch spielen oder Kinderbücher lesen. Einfaches Material kann auch für Erwachsene hilfreich und lustig sein. Ein weiterer Tipp: Setze dir Ziele. Ein Ziel gibt dir etwas, worauf du hinarbeiten kannst. Zum Beispiel, in einem Monat möchte ich ein kurzes Gespräch auf Deutsch führen können. Oder ich will 50 neue Wörter in 2 Wochen lernen. Wichtig, die Ziele sollen realistisch und erreichbar sein. Zu große Ziele machen Druck und Frust. Lieber kleine Schritte. Wenn du dein Ziel erreichst, fühlst du dich gut und bleibst motiviert. Und belohne dich, wenn du ein Ziel geschafft hast. Zum Beispiel mit etwas Schönem. Schau einen Film, iss ein Stück Kuchen, mach etwas, was dir Freude macht. So verknüpft dein Gehirn Deutschlernen mit positiven Gefühlen. Sehr guter Punkt. Positiv bleiben hilft. Rede dir gut zu. Sag dir, ich kann das schaffen, anstatt das schaffe ich nie. Dein Gehirn hört mit. Positive Gedanken helfen wirklich. Manchmal hat man trotzdem einen schlechten Tag. Vielleicht bist du müde oder genervt und hast gar keine Lust auf Deutsch. Das ist normal. An solchen Tagen mach vielleicht nur etwas Leichtes. Hör ein deutsches Lied, schau ein kurzes, lustiges Video auf Deutsch oder wiederhole ein paar alte Wörter, die du schon kennst. Oder gönn dir eine Pause. Dein Gehirn braucht auch Erholung. Wenn du sehr müde bist, lernt es nicht gut. Mach einen Spaziergang oder schlaf eine Nacht darüber. Genau, nach einer Pause geht es oft besser. Wichtig ist, nicht ganz aufhören. 1 oder 2 Tage Pause sind okay, aber versuche schnell wieder einzusteigen, damit die Routine nicht verloren geht. Noch ein Tipp. Schaffe dir eine deutsche Umgebung. Versuche Deutsch überall einzubauen. Stell dein Handy und deinen Computer auf Deutsch um. So siehst du die Sprache ständig. Am Anfang ist das vielleicht verwirrend, aber du lernst viele Alltagswörter nebenbei. Zum Beispiel Nachrichten statt Messages oder Einstellungen statt Settings. Umgebe dich mit Deutsch. Höre deutsche Podcasts oder Radio, auch wenn du nicht alles verstehst. Der Klang der Sprache wird so vertrauter. Je mehr dein Gehirn Deutsch um sich hat, desto normaler wird es. Irgendwann denkst du gar nicht mehr darüber nach, dass es eine Fremdsprache ist. Zusammenfassend, bleib dran, hab Geduld und mach das Lernen zu einem Teil deines Lebens. Gib dir Zeit, dein Gehirn braucht auch Zeit, um eine Sprache zu meistern. Hab Geduld mit dir selbst. Fehler und langsamer Fortschritt sind okay. Jeder lernt in seinem Tempo. Wichtig ist, dass du nicht aufgibst. Auch wenn es Tage gibt, an denen du denkst, du kommst nicht voran, bleib dabei. Denn plötzlich merkst du, wie viel besser du geworden bist. Dein Gehirn lernt jeden Tag ein bisschen. Du siehst es vielleicht nicht sofort, aber nach ein paar Monaten wirst du große Fortschritte spüren. Bist du bereit, das Gelernte jetzt in die Tat umzusetzen? Dann los, dein Gehirn wartet schon aufs Training. Super. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge. Das war es für heute mit unserer Podcast-Folge. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte anzuwenden. Üb die Tipps und trainiere dein Gehirn auf Deutsch. Du schaffst das. Denke daran, übe regelmäßig, setze dir kleine Ziele und hab Spaß beim Lernen. So lernst du am besten. Wir hoffen, unsere Tipps helfen dir weiter. Jeder Mensch lernt anders. Probiere aus, welche Übungen für dich am besten funktionieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und vergiss nicht, unseren Kanal German for Beginners zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast.
Mit einem Abo verpasst du keine neue Folge und bleibst immer auf dem Laufenden. Wir bedanken uns herzlich bei dir fürs Zuhören. Es macht uns viel Spaß, dich beim Deutschlernen zu begleiten. Bleib motiviert und hab Geduld mit dir selbst. Dann wirst du jeden Tag ein bisschen besser Deutsch sprechen. Dein Gehirn ist wie ein Muskel. Je öfter du ihn nutzt, desto stärker wird er. Wir glauben an dich. Schreib uns gerne in die Kommentare, welche Übung dir am besten gefällt oder welche Themen dich noch interessieren. Wir freuen uns auf dein Feedback. Deine Meinung ist uns wichtig. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Schalte auch das nächste Mal wieder ein. Es warten neue spannende Themen auf dich. Wir freuen uns darauf. Bis dahin, mach's gut. Tschüss und bis bald.